Hallo und herzlich willkommen in meinem The Knitting Translator Podcast. Ich bin Ilona, ich bin Strickerin und Übersetzerin und in meinem Podcast geht es entsprechend ums Stricken und Wolle und um alle möglichen wohl- und strickbezogenen Aktivitäten von mir und anderen Menschen. Teilweise geht es auch um so eine Art theoretische Themen. Es geht manchmal auch um Strickdesign, um Übersetzung von Strickanleitungen. Und manchmal geht es auch ums Häkeln. Das heißt, wenn ihr Interesse an diesen Themen habt, bleibt dran. Wenn ihr Interesse habt, mehr von mir mitverfolgen zu können, gerne in der Beschreibung schauen. Da stehen meine Instagram-Angaben, mein Revelry-Name, andere Locations, wo man mich online finden kann. Wenn euch dieser Inhalt gefällt, den ihr in diesem Video zu sehen bekommt, gerne auch eine der Möglichkeiten, die in der Beschreibung angegeben sind. Ich komme mir vor wie eine Stewardess. Eine der Möglichkeiten in der Beschreibung wählen. Und ja, ich freue mich, wenn wir in Kontakt kommen, in Austausch kommen, wenn ihr mein Video abonniert, wenn ihr euch meldet, wenn ihr kommentiert. Wenn wir miteinander im Kontext des Strickens kommunizieren können. Ich habe zugegebenermaßen sehr lange keine Videos mehr veröffentlicht. Nicht unbedingt, weil ich es nicht wollte. Auch dieses Video nehme ich jetzt zum zweiten Mal, ich muss danach denken, ob es wirklich das zweite Mal ist, weil eigentlich habe ich das Video schon vor 5 Tagen aufgenommen, im Kinomodus auf dem Telefon und dachte, boah, wie toll, da wird ja auf mein Gesicht fokussiert, da kann ich ja viel besser vielleicht Sachen zeigen. Ich habe das Video aufgenommen, 68 Minuten und habe 5 Tage versucht, es zu bearbeiten. Mein Telefon schafft es nicht. Auf dem Computer habe ich zwar mittlerweile eine Videoverarbeitungssoftware oder Videobearbeitungssoftware, aber mit der komme ich noch nicht klar. Also habe ich mich hin und her gequält und dachte, es wird schneller sein, wenn ich ein neues Video aufnehme, dass ich vielleicht wie immer meinen Wunsch kürzer mache und deswegen auch besser bearbeiten kann, weil natürlich die Speicherkapazität, die zum Bearbeiten gebraucht wird, nicht so groß ist. Wir versuchen es jetzt also nochmal. Deswegen werde ich nicht alles zeigen, was ich in dem Video davor, also beim ersten Versuch aufgenommen habe, sondern ich werde es aufteilen und dann vielleicht 2 Videos aufnehmen, sodass ich die Videos auch entsprechend zeitversetzt veröffentlichen kann und ihr häufiger von mir was zu sehen bekommt. Ich nehme wieder in meinem Schlafzimmer auf. Da sieht man auch, also logischerweise nicht zu übersehen. Hier kommt natürliches Licht rein und ich merke gerade, hier kommt auch mittlerweile die Sonne rein. Sie war vor ein paar Minuten noch nicht da. Ich hoffe, so ist vielleicht ein bisschen besser. Ich schaue mal, wie das so funktioniert. So, die Themen heute, ich muss mal überlegen. Ich werde zuerst eine Frage, die mich per E-Mail erreicht hat, beantworten. In dieser Frage hat eine Zuschauerin etwas zu dem Enkers Cardigan von Petit Knit gefragt. Das werde ich dann als erstes gleich machen. Dann zeige ich, woran ich gerade aktiv stricke. Das sind 3 Sachen, die aber auf einer Anleitung basieren. Dazu komme ich gleich. Und dann mache ich erstmal Schluss bei diesem Video, damit das Video nicht so lange dauert und die Bearbeitung auch besser funktioniert. So, zuerst die Frage. Die Frage bezog sich darauf, dass, ich finde sie vielleicht und kann sie vorlesen. Die Frage. Ich lese mal die E-Mail einfach vor. Ich nenne den Namen nicht, weil ich die Zuschauerin nicht gefragt habe. Aber ich hoffe, du bist noch dabei, dass du nicht enttäuscht bist, dass ich ewig lange gebraucht habe, um zu antworten. Und ja, wenn du magst, kannst du dich zu erkennen geben in den Kommentaren. Wenn die Frage nicht so gut beantwortet worden ist, kannst du das auch gerne öffentlich darunter
sagen, dann versuche ich das nochmal, beziehungsweise beantworte sie direkt in den Kommentaren. So, die E-Mail. Auf der Suche nach Hilfe für meine Anleitung, die ich bei Petit Knit heruntergeladen habe, bin ich auf deinen tollen YouTube-Kanal gestoßen. Vielen, vielen Dank. Du bist, ja, das lese ich nicht, wäre Selbstbeweihräucherung. Dann zu der Frage. Es geht um die Anleitung des Enkers Cardigans, die ich als Anfängerin nicht verstehe. Ist es okay, wenn ich dich um Hilfe bitte? Denn den hast du ja für deine Tochter gestrickt. Meine Güte, was habe ich denn jetzt mit dem Vorlesen? Ich verstehe nicht, wann man die Raglanmaschen hinzunimmt. Ich habe ohne Zunahmen diese 3 Streifen gestrickt. Also hier steht es ein bisschen anders. Ich versuche das so ein bisschen zu vervollständigen. Aber ich denke, es ist falsch. Die nächste Hürde wird dann vermeintlich die Ärmchen sein, also die Ärmel. Knopflöcher stricke ich erstmal gar nicht. Das ist sehr süß. Die Knopflöcher sind wirklich sehr einfach. Jetzt habe ich natürlich nichts extra vorbereitet, deswegen kann ich es auch nicht zeigen, sonst hätte ich es gerne gezeigt. Ja, ich habe den Enkers Cardigan zuerst für mich angefangen. Im Prozess des Strickens für mich dachte ich, oh, das ist eine super Anleitung, um für meine Tochter schnell mal ein Cardigan zu stricken. Also habe ich ein Cardigan für sie dazwischen geschoben. Ich zeige hier die Version, die ich gestrickt habe. Und zwar habe ich eigentlich die Erwachsenenversion genommen für sie. Die kleinste Größe, das wird dann S gewesen sein, denke ich, bei XS, genau. Das ist die Größe XS gewesen. Meine Tochter ist erst 7, das heißt, auch die Erwachsenengröße XS ist ihr zu groß. Aber die Anleitung ist für ein Sportgarn gedacht. Also für ein Garn, wo steht denn das? Für ein Garn, naja, für die Maschenprobe 24 Maschen. Für Pernilla von Filcolana 50 Gramm, 175 Meter, also 350, ja okay, Fingering ist das schon, aber jetzt muss ich gerade nachdenken. Auf jeden Fall habe ich dünnere Nadeln genommen, als in der Anleitung angegeben. Hier strickt man mit 3,5. Und ich habe dünneres Garn genommen, als in der Anleitung angegeben. Ich hatte nämlich Mondim von Retrosaria Rosa Pomar genommen. Und ich glaube, ich hatte Maschenprobe so 26, 27 Maschen auf 10 cm. Und habe für sie halt die kleinste Größe gestrickt, also fertiggestellt. Leider ist der Cardigan gerade nicht da, weil meine Tochter auch nicht da ist. Sie hat ihn gerade an. Sie trägt ihn wirklich, das ist ihr Lieblingscardigan geworden. Das ist nochmal ein Beweis dafür, dass, oder wie toll das Mondim-Garn von Rosa Pomar ist. Ich liebe dieses Garn über alles, wirklich. Ich kämpfe auch mit mir gerade, um nicht wieder irgendwas anzuschlagen, was ich mit diesem Garn stricken kann. Und ich merke gerade, wenn ich noch länger darüber nachdenke, dann werde ich es heute tun. Ich warte mal, bis ich fertig bin mit dem Video. Aber wie ich erwähnt habe eben schon, ich habe ja auch für mich so ein Cardigan angefangen mit einem etwas dickeren Garn und naja, bin noch nicht fertig. Das ist, also meine Version sieht so aus. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe sie schon mal gezeigt in einer der ganz, ganz früheren Folgen. So, das ist ein sehr, sehr schönes Garn. Das ist, soweit ich weiß, ungefärbtes, ja, hellgraues Garn halt von Rosy Green Wool. Ich zeige gleich den Wollausweis, wie meine Tochter sagt. Ja, ich bin fast fertig eigentlich mit dem Körper und dann muss ich noch die Ärmel dran stricken. Ja, und ich glaube, ich lasse das Ding einfach offen liegen, damit ich dazu komme. Der Cardigan, ich weiß nicht, wie weit ich hier in die Erklärung gehen soll. Ja, also meine Version sieht ein bisschen klein aus, aber das ist sehr feine Merino-Wolle. Ich bin mir nicht sicher, ob sie Superwash behandelt ist oder nicht. Könnte sein. Und so wie sie sich anfühlt, gehe ich davon aus, dass sie sich stark
dehnen, also relativ stark dehnen könnte nach dem Waschen. Und das ist auch, und außerdem ist das ja 1x1 oder 1:1 Rippenmuster. Das dehnt sich ja auch wirklich stark. Ja, weil der Körper glatt rechts gestrickt passt mir eigentlich ganz gut. Und wenn der Cardigan ein bisschen zu schmal sein sollte, dann trage ich ihn halt offen, weil der Rücken passt auf jeden Fall. Hier vielleicht noch schön, also das glatt rechts. Da sind auch so zwischendurch mal so ganz dunkle, dunkelgraue oder schwarze Fasern drin. Und man sieht ja, wie zerknickert das Strickstück gerade ist. Das liegt halt die ganze Zeit in einer Projekttasche und ja, sagt nichts. Ja, aber zu der Frage. Liebe Zuschauerin, die mich angeschrieben hat, es ist wirklich sehr einfach und Petit Knit macht sehr gut, oder die Erklärungen, die Anleitungen sind wirklich sehr gut geschrieben. So meine Erfahrung. Manchmal, wie bei skandinavischen Strickanleitungen das oft der Fall ist, sind die Erläuterungen etwas zu knapp und nicht, und ich weiß es nicht, wer die Übersetzungen macht ins Deutsche. Ich stricke die Petit Knit Anleitungen häufig in 2 Versionen quasi, beziehungsweise also in 2 Sprachen. Ich kaufe die Anleitung, man kauft ja dann direkt alle Sprachen mit. Und dann gucke ich zuerst in die deutsche, weil es dann immer noch einfacher ist als in der englischen. Ja, wobei, kommt drauf an. Und ganz häufig wechsle ich dann doch in die englische Anleitung, wenn ich das Gefühl habe, bei der deutschen Version hat die Übersetzerin sich nicht genau genug ausgedrückt, was natürlich auch am Ausgangstext liegen kann. Ja, und je nachdem, ob die Übersetzerin selbst so viel strickt, wie man es selber tut, ja, kann ich mir vorstellen, dass es sein kann, dass sie sich das, was sie da beschreibt, auch nicht ganz genau vorstellen kann und deswegen in der Beschreibung so ein bisschen die Genauigkeit fehlt. Aber wie gesagt, das kann auch einfach nur an der Kürze der Anleitung liegen und die Übersetzerin darf ja nichts von sich aus hinzufügen. Also kann es mal an einzelnen Stellen passieren, dass man das Gefühl hat, da wird irgendwas nicht ausgesprochen, was man in einer deutschen Anleitung vorfinden würde. Und das mag vielleicht auch der Grund sein für diese Zuschauerin, dass an dieser Stelle, halt, weil sie Anfängerin ist, für sie nicht ganz klar ist, ob sie das richtig macht. Deswegen endlich meine Antwort oder meine Erläuterung dazu. Und zwar, wie man sieht, gibt es hier mehrere Streifen, die halt im Rippenmuster gestrickt werden. Man fängt hier an mit einer etwas kleineren Nadel und dann wechselt man zu der größeren und zwischen diesen Rippenmusterstreifen gibt es immer zwei Reihen, genau, nicht Runden, 2 Reihen glatt rechts. In diesen glatt rechts Reihen werden die Zunahmen gemacht und zwar rundpassend Zunahmen, die also gleich verteilt sind über die gesamte Länge der Reihe. Und es werden nur die gemacht an dieser Stelle, ja. Also in diesen glatt rechts Reihen zwischen den Rippenstreifen werden nur die rundpassend Zunahmen gemacht, keine Raglan-Zunahmen. Und das setzt sich ja bis zu dem letzten Rippenmusterstreifen durch. Wenn alle Zunahmen und alle Rippenstreifen durch sind, fängt man mit Raglan-Zunahmen an und macht so viele, wie für die entsprechende Größe halt angegeben sind. Ja? Und dann nur die Raglan-Zunahmen, keine Rundpassen-Zunahmen mehr. Und ja, dann, wenn man mit Raglan-Zunahmen fertig ist, dann ist man in der Regel an der Stelle angelangt, wo man die Ärmel und die Körpermaschen voneinander trennt und dann nur den Körper weiter strickt und dann halt die Ärmel dran strickt. Ja, ich hoffe, dass es so klar geworden und dass ich das klar erklärt habe. Was meine Version angeht, ich habe, soweit ich mich erinnern kann, weniger Zunahmen gemacht. Das mache ich relativ häufig, weil ich genauso wie bei den Füßen auch beim Körper zwischen den Größen bin. Ich bin irgendwo zwischen M und L und je nachdem, von welcher Designerin oder welchem Designer ich etwas stricke, ist das dann so oder immer wieder so, nicht jedes Mal, aber meistens leider, dass ja an irgendeiner Stelle
passt mir das Strickstück und an der anderen Stelle dann eben nicht. Ja, das ist so ein Ding, deswegen bin ich auch zum Strickdesign eigentlich gekommen, weil jedes Mal muss ich sowieso anpassen. Das müssen sicherlich auch viele von euch. Und dann dachte ich, okay, wenn ich die Berechnungen sowieso mache, dann kann ich ja auch etwas ganz Neues entwerfen, für alle Größen berechnen und das auch veröffentlichen und versuchen, jedem oder jeder ja so eine Art Rezept mitzugeben, nachdem sie für sich etwas nachstricken kann. Ja, alle meine Designs, oder ich kann mir vorstellen, dass ich in diese Richtung gehen werde, dass meine Designs immer so in die universelle Richtung gehen sollen. Das heißt, zum Beispiel habe ich ja diese First Impression Blouse, das ist jetzt die Kurzarmversion meiner Anleitung, wie ihr ja sicherlich wisst. Also ist. Ja, also bei der First Impression Blouse hatte ich das auch so im Fokus, dass ich eine Passform entwickle, die für Frauen mit ähnlichen Proportionen wie meine logischerweise diese Anleitung als Grundlage nehmen können und dann so mit Strukturelementen oder mit anderen Designelementen oder mit Farben anreichern können, wie es ihnen gefällt. Ja, also ich habe zwar diese erste Version ist ja mit Lace-Muster, also einfach nur mit Lace-Streifen, glatt rechts und Lace-Streifen und einfach gerade und mit kurzem oder langem Arm gestrickt. Und ja, ich versuche jetzt quasi an diesem Wochenende, ich nehme jetzt am Freitag auf, aber ich versuche am Wochenende diese Anleitung so zu Ende zu bearbeiten. Ich bin da schon eigentlich durch, aber muss halt nochmal gucken, dass alles, also nochmal checken, ob die Anleitung so korrekt ist. Und dann werde ich sie einfach nur so veröffentlichen, so dass man, also ich zeige hier mal die Version, die ich schon gestrickt habe. Das ist quasi die First Impression Blouse Plain, also eine einfache Version ohne Lace-Muster. Darüber habe ich auch schon berichtet, mehrfach sogar, aber auf jeden Fall hoffe ich, dass zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Videos auch die Anleitung zu erwerben ist auf Ravelry und in meinem Etsy-Shop und vielleicht auf Lovecrafts. Das ist auch so eine Plattform, wo man alles Mögliche kaufen kann, also im Handarbeitsbereich, genau. Unter anderem auch Anleitungen, da dauert es ein bisschen länger, aber mit der Veröffentlichung, da muss ich oft das Verfahren der Veröffentlichung mehrfach starten und dann dauert es 3-4 Tage, bis da irgendeine Prüfung intern gelaufen ist und die Anleitung tatsächlich freigeschaltet wurde. Auf Ravelry ist sie sofort freigeschaltet, auf Etsy auch, deswegen wird sie dann zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Videos hoffentlich zumindest auf diesen beiden Plattformen zu erwerben sein. Ich hoffe, ich bin nicht zu leuchtend. Ich mache mal ein bisschen was an meinem Fenster. So ist, glaube ich, ein bisschen besser, hoffe ich. Genau, so viel zu der Anchors Cardigan von Petit Knit. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet, liebe Zuschauerin. Den Namen habe ich im Kopf, aber ja, vielleicht zeige ich auch noch ach ja, das Garn habe ich ja noch gar nicht gezeigt. Also das Garn habe ich, also ist schon komplett gewickelt, sieht so aus in gewickelter Form, ist einfach nur naturgrau, sehr helles oder ziemlich helles. Das ist von Rosy Green Wool, das ist also der Wollausweis, wie meine Tochter so schön sagt. Und das ist, wie heißt das? Chicken Merino Joy. Farbe 257, Melange pur, ja, also Grau Melange pur sozusagen. Ja, sehr, 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 sehr weich, wirklich sehr weich. Kann man auf jeden Fall, also kann wahrscheinlich jeder oder jede auf jeden Fall also direkt am Körper tragen. Das ist wirklich so weich. Ich glaube, das ist das weichste Garn, also das weichste Merino-Garn, das ich kenne. Ja, das ist auch meine Befürchtung, dass es dann recht viel oder recht stark pillen wird. Mal schauen, ich habe noch nichts daraus fertig gestrickt. Ich habe davon viele Stränge, aber noch nichts komplett fertig gestrickt. Ja,
Jetzt kommen wir zu dem Hauptpunkt dieses Videos. Und zwar habe ich ja gerade meine First Impression Blouse Plain-Version angesprochen. Und ich war so angetan von diesem einfach geradeaus stricken und mit leichten Veränderungen einen ganz anderen Pullover bekommen, also mit leichten Veränderungen in der Struktur und mit einem anderen Garn wirklich einfach nur komplett anders aussehende Pullover zu bekommen, dass ich angefangen habe oder dass ich 3 weitere dieser Pullover stricke nach meiner eigenen Anleitung und je nachdem, mit welchem Garn ich das tue, passe ich die Anleitung entsprechend ein bisschen an. So, ich zeige die Version, die noch am wenigsten fortgeschritten ist. Zuerst. So, das ist diese Version. Wo ist der Anfang? So, das ist diese Version. Das ist der Klassiker oder weiß ich nicht, wie man es sonst nennen kann. Also der Klassiker der letzten 2 Jahre vielleicht. Ja, also man sieht, dass es also gestrickt wird aus 2 Fäden. Ja, das sieht man hier. Und zwar einmal aus Knitting for Olive Soft Silk Mohair. Also das ist das hier. Und das ist dieses Garn. Ja, also, ja. Das ist das hier. Ein sehr, ja, also so pudriges Beige würde ich das umschreiben vielleicht. Und das zweite Garn, also der zweite Faden, ist einfach nur Knitting for Olive Merino. Ja, einfach Merino, das ist das hier. Das ist das, was mir übrig geblieben ist im Moment von den ersten 2 Knäueln, also von diesen beiden. Ja, also ich bin noch quasi bei den ersten Knäueln. Merino von Knitting for Olive kennt ihr sicher alle. Das ist auch in Farbe Powder oder Puder. Das ist 100% extra fein Merino, Non-Superwash, 250 Meter auf 50 Gramm. Und das sind 70% Mohair, also das andere da, 70% Mohair, 30% Seide. Und das sind 225 Meter auf 25 Gramm. Genau. Ich habe, glaube ich, jeweils 6 davon. 6 oder 8. Ich weiß nicht mehr genau, aber ich hoffe sehr, dass es reicht. Und wenn nicht, dann stricke ich zuerst den Körper und dann die Ärmel und dann, naja, reicht das halt bis irgendwo. Das ist, also ich stricke nach meiner eigenen Anleitung und sogar meine eigene Größe, obwohl das Ganze insgesamt eine etwas lockerere Maschenprobe hat, beziehungsweise eine Maschenprobe hat mit etwas weniger Maschen auf 10 cm, aber nicht signifikant. Also diese Version der First Impression Blouse wird mit 21,5 Maschen auf 10 cm gestrickt und hier habe ich 21 cm. Ja, ich stricke mit der gleichen Nadelstärke, mit 3,75. Das hat sich herausgestellt in den letzten Monaten, dass es meine Lieblingsnadelstärke ist. Genau, 3,75. Und ja, also das Strickbild oder das Maschenbild ist sehr schön, finde ich. Das wird zwar ganz bisschen durchsichtig sein vielleicht, aber dadurch, dass das eigentlich Körpergröße hat, ich glaube, mein Hund hat gerade Geräusche gemacht, die nicht unbedingt aufgenommen werden sollten. Ich hoffe, das konnte man nicht hören. Genau, was ich geändert habe, im Vergleich zu der ursprünglichen Version der First Impression Blouse, ist also logischerweise das, was ich schon mehrfach erwähnt habe in diesem Video. Ich habe die Lace-Streifen weggelassen und ich mache hier einen anderen Kragen, und zwar ein doppeltes Bündchen mache ich. Ja, ich habe provisorisch angeschlagen, eine Zeit lang einfach nur hochgestrickt und dann umgeschlagen und die provisorisch angeschlagenen Maschen und die Live-Maschen zusammengestrickt und dann einfach weiter nach der Anleitung. Ja, also das Ziel ist, dass ich einfach nur, genauso wie bei der ersten Version, bei dieser ersten Plain-Version, ausgestellte Ärmel, ausgestellten Körper stricke, aber mehr ausgestellt als bei der ersten Version. Ja, ich möchte einfach nur, dass es wirklich ein lockerer, warmer, gemütlicher Pullover wird. Das war die erste Version, die erste von 3, die ich gerade stricke.
die zweite Version hat das Ziel oder hat das gleiche Ziel. Auch ein gemütlicher Pullover soll entstehen, den ich einfach nur überwerfen kann und ja, losziehen kann, um mit dem Hund spazieren zu gehen oder vielleicht auch, um meine Tochter irgendwo hinzufahren. Ja, diese Version stricke ich aus diesem Garn. Ja, ungewöhnlich, blau in meinem Podcast. Wie ihr vielleicht ja, so raushören konntet, ich habe es mehrfach erwähnt, ich mag Blau nicht so. Ich glaube, Blau steht mir ganz gut. Ich habe grüne Augen oder so grün-graue Augen. Blau stand mir eigentlich immer ganz gut. Ich glaube, Blau steht vielen gut. Ich habe auch als Kind sehr viel Hellblaues getragen. Auch Kleider, Röcke und so. Also das war jetzt nicht, weil ich mich irgendwie besonders jungenhaft anziehen wollte, sondern hat sich so ergeben. Hellblau mochte ich sehr, sehr gerne. Und irgendwann, wie umgeschaltet, mochte ich kein Blau mehr. Also grundsätzlich gar kein Blau mehr. Aber ich möchte meine Garderobe so ein bisschen pluralisieren, sage ich mal. Und dachte, warum nicht ein blauer Pullover? Vor allem, weil mir das Garn sehr gut gefallen hat. Das Garn war in dem Strang sehr weich. Nach dem Wickeln fühlt sich das so ein bisschen an, als wäre da Baumwolle drin, also so ein bisschen steif. Aber im Gestrick, ja, geht's eigentlich. Aber nicht so weich wie im Strang, ich weiß auch nicht. Das Garn ist dieses hier. Ich kannte das früher nicht. Das nennt sich hier Sheila's Dea Sky Yarn Company. Luxury Decay ist das Garn. 300 Meter auf 100 Gramm. Und das Garn besteht aus 10% Kaschmir, 10% Babykamel, 40% Angora und 40% Merino-Wolle. Ich denke mal, dass dieses steife Angora-Fasern sind, weil alle anderen Fasern kenne ich viel besser als Angora und die sind eigentlich viel weicher, normalerweise. Ja, es gibt natürlich auch Merino, die relativ ja, rustikal oder so griffig ist, aber ja, und diese Härchen, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Ich glaube nicht, dass man es, ja, so ein bisschen sieht man diese Härchen. Da gibt es auch so lange abstehende, die relativ fest aussehen. Ich vermute mal, dass das Angora ist. Ja, also ich habe sonst nirgendwo Angora bei mir. Ich mag so dieses zu flauschige von Angora eigentlich nicht. Aber hier, das habe ich zufällig gekauft. Das war im Ausverkaufskorb bei der Wollwerkstatt in Kiel. Eine sehr empfehlenswerte Adresse übrigens. Nicht beauftragt, nicht bezahlt. Aber ich fand den Laden einfach super. Ich war da innerhalb von 3 Tagen, glaube ich, 3-mal und habe jedes Mal einiges mitgenommen. Und das war dann halt in der Sale Corp. Und dann habe ich da die drei Stränge habe ich da mitgenommen und einen 4. in dunkler. Ja, dann, ach ja, genau, ich werde gerade ein bisschen abgelenkt, weil jemand an der Tür klopft. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht zur Tür. Hier bin ich nicht signifikant weitergekommen als bei der anderen Version. Ja, also hier bin ich, wie gesagt, so weit gekommen. Das ist jetzt, also einfach nur um zu zeigen, wie das Garn sich so entwickelt. Ja, ich weiß gar nicht, ob es handgefärbt ist, weil das steht nämlich nicht drauf. Oder? Highland Sommerloch Plus. Hier steht nichts mit handgefärbt. Ah, doch, hier steht natürlich gefärbt mit Indigo. Das war wahrscheinlich auch mit ausschlaggebend dafür, dass ich es mitgenommen habe. Ja, also wahrscheinlich dann auch handgefärbt. Natürlich gefärbt, muss ja handgefärbt sein. So sieht es aus. Also hier und da mal ein bisschen dunkler, ein bisschen heller. Hier habe ich einen normalen Kragen, also einen normalen Hals, wie heißt das? Also Halsbündchen. Einfach nur, sind das, ja, verkreuzte, rechts verkreuzt, rechts verschränkt, rechts verschränkte Maschen. Ja, und da soll ein etwas lockerer Pullover werden als der mit Seidenmohair. Genau, das ist die zweite Version.
Und dann habe ich noch die dritte Version, weil es so schön ist. Und die dritte Version, ach ja genau, die beiden ersten Versionen, die ich eben gezeigt habe, die stricke ich beide in Größe L. Also in derselben Größe, in der ich meine beiden First Impression Blaus Versionen schon gestrickt habe und in der ich auch die dritte, stimmt, in der ich alle meine 3 Versionen gestrickt habe, die ich bisher gestrickt habe. Und für diese letzte Version habe ich jetzt ein etwas dickeres Garn genommen, ein wärmeres, dickeres, griffigeres Garn genommen und gemerkt, so als erste Lehre, dass es nicht unbedingt immer funktioniert, dass wenn man eine Anleitung nimmt und einfach nur eine größere Maschenprobe hat, dass man einfach eine kleinere Größe stricken kann, ja, weil die Proportionen passen natürlich dann trotzdem nicht 100%. Also Proportionen im Sinne Armumfang und Körperumfang. Dazu sage ich gleich was, aber ich habe meine Plain-Version als Ausgangspunkt genommen, vorher die Maschenprobe gestrickt, ungefähr ausgerechnet, dass ich eine Größe runtergehen muss und stricke jetzt Größe M. Zuerst zum Garn. Ich stricke mit diesem wunderschönen Garn, das ist auch Natur, also ungefärbt, soweit ich, ja genau, ungefärbt, grau, das sieht auch so ein bisschen, ja, so, wie heißt das? Weder auf Deutsch noch auf Englisch fällt mir das jetzt ein. Also auf jeden Fall, dass es nicht so ganz monotone Farbe ist, sondern so eine natürliche Farbe mit natürlichen Übergängen. Ja, mal heller, mal dunkler. Ich glaube, oder für mich sieht das so aus bei diesem Garn, dass es aus weißen, grauen und schwarzen Fasern besteht, die dann halt die Farbe so, ja, dazu führen, wie die Farbe dann halt wird. Oder wie soll ich es ausdrücken? Die Farbe ergeben. Und das ist von Madame Benoit, eine meiner Lieblingsfärberinnen in Deutschland, Madame Benoit. Und das ist die Pure, glaube ich, heißt, genau, Pure, 100% Wolle, Non-Superwash, organische Merino, 300 Meter auf 100 Gramm. Die Farbe heißt Lichtgrau. Ich glaube, sie hat diese, also es gibt die noch in weiß, in dunkler, also in diesem Grau und in dunkler. In braun, meine ich, gab es die auch. Aber ich glaube, sie hat diese natürlichen Farben oder nimmt diese natürlichen Farben aus dem Programm und verkauft es einfach nur aus. Es gibt aber noch die gefärbten Versionen. Diesen Pullover stricke ich übrigens aus 2 Farben, ja, weil ich 3 Stränge von diesem Grau habe und ein bisschen Bedenken habe, ob sie ausreichen. Ja, also deswegen habe ich diese Farbe dazu genommen. Das ist so pfirsichfarbenes Rosa sozusagen. Wird ein bisschen zu hell angezeigt auf dem Bildschirm gerade für mich. Vielleicht so. Das ist ein bisschen zu hell. Vielleicht decke ich das Licht ab. So, das scheint so natürlichere Farbe zu sein, wobei man kaum einen Unterschied sehen kann. Ihr seht das gleich im Pullover, wie es aussieht. Das ist auch Pure, aber gefärbt, handgefärbt. Und das ist die Farbe Hauch. Das ist eine so schöne Farbe. Ich habe leider nur einen Strang davon gekauft. Ich muss das mal nachkaufen und mir noch irgendwas ganz Großes daraus stricken, weil ich die Farbe so toll finde. Und ich wollte halt aus diesen beiden, ich zeige sie nochmal, aus diesen beiden Garnen wollte ich halt unbedingt was stricken. So, das könnte gut aussehen. Und deswegen habe ich angefangen, oder ich habe mich gefragt, was kann ich damit stricken? Und dann dachte ich, was, wenn nicht mein eigenes Design? Also stricke ich jetzt eine First Impression Blaues Plain mit Streifen. So, wo ist hier der Anfang, beziehungsweise vorne und wo ist hinten. So, und das, was ich schon habe, sieht so aus. So. Ich wollte zuerst Colorwork machen, also so Stranded Colorwork mit 2 oder Fair Isle heißt das dann, glaube ich. Also bestehend aus 2 Farben, also so richtig Muster, Farbmuster hier rausstricken.
Das habe ich dann auch gemacht. Ich bin bis hierhin gekommen und festgestellt, dass auf diesem hellen Grau dieses pfirsichfarbene Hellrosa kaum zu sehen ist, wenn das ja so dünne oder einzelne Maschen sind. Und man konnte überhaupt nicht erkennen, was für ein Muster ich gestrickt habe. Ein großformatigeres Muster zu stricken mit Colorwork machte irgendwie für mich keinen Sinn. Also dachte ich, okay, dann mache ich halt Streifen, um einfach mehr Garn insgesamt zu haben. So, wie ihr seht, habe ich hier auch doppeltes Bündchen, ja, also auch von Ihnen quasi wunderbarer Übergang. Ich bin sehr zufrieden. Dann hier die Streifen, die sind nicht glatt ineinander, oder wie soll ich sagen, also die Streifen sind so ineinander verzahnt, ja, und hier sieht man auch schon, dass man das eigentlich gar nicht sehen kann. Verzahnt heißt, bevor ich zu der anderen Farbe wechsle für den Streifen, stricke ich dann immer eine Grau, eine Rosa, sage ich jetzt mal, oder eine in Hauch, also eine Hauch, eine Lichtgrau Masche. Ja, also eine Masche so und erst dann wechsle ich komplett zu der anderen Farbe und dann bei dem nächsten Übergang auch und hier auch. Aber man sieht es eigentlich nicht. Ja, die Streifen sehen wie Streifen aus. So ein bisschen sieht man vielleicht, dass es keine harte Grenze ist, aber ja, wäre auch nicht nötig gewesen. So, ich mache hier die Ärmel breiter als bei meiner First Impression Blouse ansonsten, weil der Pullover, also man sieht es schon, ja, an dem ich es halt halte, dass er, ich hoffe, es ist nicht zu eng. Gerade habe ich so ein bisschen Bedenken. Aber man sieht, dass der Pullover nicht so flüssig, nicht so fällt. Ja, also das ist halt, das Garn ist schon relativ griffig. Das ist zwar Merino, glaube ich, oder? Ist doch Merino. Genau. Aber es ist wahrscheinlich Merino aus einem kälteren Land. Sprich aus Deutschland vielleicht, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht kriege ich das geklärt, bevor ich das Video ausstrahle. Ja, ich hoffe, das geht so auf. Ich bin gerade ein bisschen am Zweifeln. Ich probiere es mal so an. Ja, doch, das müsste gehen. So viel breiter ist der Ärmel gar nicht. Der ist halt entspannt. Ja, ich finde das gut, weil, wie gesagt, darunter werde ich wahrscheinlich irgendwas tragen. Nicht, weil es mir zu kratzig ist. Ich mag es eigentlich so. Also das ist noch das Kratzigkeitslevel oder Niveau, das Kratzigkeitsniveau, das ich gerne habe. Ja, dieses Gefühl, dass man so ein Schaf oder ein Hund, der da unten liegt, so neben sich hat, ganz nah. Also hier finde ich es überhaupt nicht kratzig. Ich finde es angenehm, wirklich angenehm. Jetzt gilt ich muss das nochmal anprobieren, bevor es zu eng wird. Hier stricke ich eigentlich gerade, beziehungsweise hier stricke ich den Körper gerade. Die Ärmel nehme ich ab, ja, so wie die normalen Ärmel bei so Rundpassen-Pullovern, zum Beispiel bei Norweger Pullovern. Die sind zwar mit Colorwork so richtig, aber ich meine, was Schnitt angeht, lehne ich mich so ein bisschen an diesen Norweger Pullover an. Ja, aber als Grundlage dient wieder meine Anleitung für die First Impression Blouse. Ja, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich bei meinen Anleitungen eigentlich so die Denke habe oder so die Philosophie habe. Ich möchte eine Anleitung schreiben, die jedem, der sie kauft, als Grundlage dienen kann, eigene Anpassungen vorzunehmen und ja, eigene Lieblingsgarne zu verwenden zum Beispiel. Ja, mit gewissen Grenzen natürlich, aber schon so, dass das halt auch geht. Aber ich finde das so schön. Es ist auch so schön warm. Nicht, dass es hier kalt wäre, das sieht man ja, wie ich angezogen bin, aber es ist einfach sehr angenehm so beim Anfassen. Ja, ich glaube, ich zeige jetzt noch eine kleine Sache und dann bin ich fertig und ich bin unter einer Stunde. Das freut mich ungemein. Und zwar habe ich eine Kleinigkeit gelernt. Ich habe auf dem Solinger Wollfest dieses Garn gekauft.
Ja, das ist Highland Wolle aus Südamerika, handgefärbt und ja, zweifädig verzwirnt oder so. Zweifach verzwirnt, kann man so sagen. Ich weiß es nicht, ich kenne mich mit Spinnbegriffen nicht aus, aber man sieht, so sieht man es eigentlich nicht so gut. Man sieht es vielleicht hier. Ja, immer wieder an einzelnen Stellen, nicht durchgängig, aber an einzelnen Stellen ist da so ein schwarzer Faden mit verzwirnt. Und zwischendurch gibt es dann halt so rosa oder pinke Stellen, ja, die reingefärbt sind. Ich glaube, das ist handgefärbt. Ich habe das von das Strickzimmer, von der lieben Sabine, von das Strickzimmer. Also handgefärbt, so sieht es dann aus. Und das ist Peruvian Highlands, heißt die Wolle, 100% Schuhwolle, Non-Superwash, 400 Meter auf 100 Gramm. Genau. Und ich habe eine Maschenprobe gestrickt. Ja, so nichts Spektakuläres. Ich wollte unbedingt so eine Art von Garn ausprobieren. Also dieses Garn, wo wie bei Spin Cycle ein hellerer Faden und ein dunklerer Faden miteinander verzwirnt sind. Ja, die gibt es ganz häufig mittlerweile als Sockenwolle mit Polyamid. Da ich aber nie so gerne Socken stricke und sowieso schon sehr viel Sockenwolle habe und ansonsten mit Polyamid nicht für den Körper stricke, konnte ich bisher sowas noch nicht kaufen. Und dann habe ich das bei Sabina gesehen und ja, habe zugeschlagen und eine Maschenprobe gestrickt, um zu sehen, wie es aussieht. Weil ich daraus nämlich ein Pullover stricken möchte. So, für euch, falls ihr auch nicht wisst, wie sowas aussieht und das aber wissen wollt, so sieht es aus, bei einem kleinen Umfang. Natürlich, wenn man ja quasi den Körperumfang stricken würde, würde es anders aussehen. Also vermutlich würde es dann quasi so dazu kommen, dass diese Streifen dann halt so verteilt sind am Körper. Und teilweise halt übereinander, in jeder Reihe, teilweise nicht. Ja, also da bin ich auch gespannt noch, wie sich das so ergibt. Aber so weiß ich zumindest, mit welcher Maschenprobe ich starten kann. Und ich denke, ich kann mir vorstellen, dass ich diese Wolle zusammen mit so einem grauen Seidenmohair verstricke. Kann ich mir vorstellen. Ich muss mal schauen. Weil, ja, ich weiß nicht. Ich habe sie nicht gewaschen, ja. Ich wasche sie, glaube ich, noch, diese Maschenprobe und schaue mal, wie sich das Garn so benimmt nach dem Waschen. Weil ansonsten ist mir das, ich habe das mit welcher, habe ich gar nicht gemacht. Ich habe hier nicht, das ist auch ganz toll. Ich glaube, ich habe mit 3,5 gestrickt. Normalerweise mache ich da so eine entsprechende, ja, quasi Markierung, stricke ich raus. Warum zeige ich es eigentlich die ganze Zeit? Normalerweise mache ich da so eine Markierung rein, damit ich später weiß, mit welcher Nadel ich das gestrickt habe. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich glaube, das war 3,5. Das ist für mich also ein bisschen zu löchrig. Mit Dreiernadeln das zu stricken, möchte ich jetzt nicht unbedingt. Ja, das wäre mir zu viel des Guten. Daher werde ich da wahrscheinlich noch ein Seidenmohair mit reinbringen. Oder vielleicht was anderes. Weil zweifädig wird es wahrscheinlich nicht aussehen. Ja, genau, das war's, was ich heute zeigen wollte. Ich bin echt froh, dass ich es jetzt nochmal aufgenommen habe und hoffe inständig, dass ich das Video bearbeiten kann und nicht, dass mein Telefon komplett zusammenbricht. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Gucken. Ich freue mich auf eure Fragen, Kommentare, ja, Empfehlungen, Fragen. Habe ich schon gesagt, das mit Fragen. Genau, in meinem letzten veröffentlichten Video habe ich ja über Kopenhagen gesprochen. Wir sind noch nicht da gewesen, deswegen berichte ich noch nicht darüber. Wir werden in den Ferien dorthin fahren, also in den Sommerferien in NRW, Herbstferien in NRW, die ab jetzt quasi laufen. Es ist Freitagabend, nächste Woche sind Ferien, übernächste Woche auch und irgendwo da fahren wir nach Kopenhagen. Das werdet ihr dann sicherlich auf Instagram schon mal sehen können und danach
werde ich zumindest erzählen, was ich da gesehen habe. Ich hoffe, ich kriege es hin mit Aufnahmen. Das ist, ja, manchmal ist das schwierig, wenn man unterwegs ist und mit anderen Sachen beschäftigt, finde ich das eigentlich doof, Aufnahmen zu machen. Im Nachhinein finde ich es aber manchmal schade, dass ich keine interessanten Aufnahmen gemacht habe. Also gucken wir mal, wie das funktioniert. Ja, was soll ich noch sagen? Ich sage erstmal, ich wünsche euch schöne Ferien, falls ihr auch Ferien habt, falls ihr Urlaub habt. Ich wünsche euch schöne Strickzeit und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss.